Einige Gesichter sind euch auch schon bekannt, wenn ihr die ganze Zeit schon im Stream mit dabei wart. Ich möchte sie trotzdem kurz vorstellen, einfach damit diejenigen, die jetzt sich gerade erst zugeschaltet haben, auch noch wissen, wer hier eigentlich auf dem Podium sitzt. Michael Bloss ist Politiker. Als Grünen-Abgeordneter sitzt er im Europaparlament. Er ist im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss. Dr. Marc Ringel, den haben wir ja auch schon gehört. Er ist EU-Klimapakt-Botschafter. Er informiert also über Klimaschutzmaßnahmen und ist die Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und zwischen der EU. Tekla Walker, auch Sie haben wir im Grußwort schon gehört, ist ehemalige Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg und seit Mai 2021 die baden-württembergische Ministerin für Umwelt, Klima, Energiewirtschaft. Und sie ist gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Böblingen. Und an den Bildschirmen für euch, wenn ihr schon von Anfang an dabei wart, bisher unbekannt sind zwei Gesichter, nämlich einmal Emma Kohler. Sie ist Mitglied bei der Klimadelegation e.V. und sie organisiert den ELCOI, also die junge Klimakonferenz in Deutschland. Als Schülerin setzt sie sich für Klimaschutz ein und sie ist außerdem noch Finta-Sprecherin bei Fridays for Future, also eine ganze Menge. Und wir haben Thorsten Kallweit mit bei uns auf dem Podium. Er ist Geschäftsführer bei Bosch Climate Solutions GmbH und er leitet die Zentralabteilung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei Bosch. Sein Ziel: Klimaschutz über die gesamte Wertschöpfungskette. Wir haben also hier ein sehr vielfältig besetztes Podium und unser Motto ist What's the deal? Klimaschutz in der Praxis. Und da möchten wir auch direkt einsteigen. Frau Walker, wie bewerten Sie denn die Klimaschutzkonferenz in Glasgow? In wenigen Worten. Ja, ich habe das ja schon zu Beginn gesagt. Ich glaube, dass zu wenig erreicht wurde, gemessen an dem, was erreicht werden muss. Denn die wichtige Jahreszahl ist 2030. Also wir haben nicht die Zeit, bis 2040 zu warten, sondern es müssen jetzt in den nächsten 9 Jahren wirklich der CO2-Ausstoß maßgeblich reduziert werden. Ich freue mich über verschiedene internationale Allianzen zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, zum Beispiel zur Methanreduktion, aber andere wie zum Beispiel, wir hören dann in 9 Jahren auf, den Wald abzuholzen. Das ist absolut nicht das, was wir brauchen. Das, was im Amazonas zurzeit passiert, gestern lief es ja durch die Nachrichten, dass eine Fläche so groß wie Schleswig-Holstein oder mehr wieder abgeholzt worden ist, das darf nicht weitergehen. Und deswegen brauchen wir einfach noch mehr Verhandlungen, die dann am Ende wirklich zum Ziel führen. Und dafür brauchen wir auch die Zivilgesellschaft. Dafür brauchen wir auch den Druck, auch von Jugendlichen, von jungen Leuten weltweit. Also bitte weitermachen, Druck machen, auch auf die eigenen Regierungen, da noch mehr zu liefern, als das bislang der Fall ist. Da würde ich auch gern direkt einhaken, denn Frau Kohler, bei früheren Klimakonferenzen war es ja eigentlich üblich, dass junge Menschen, Aktivistinnen auch mit dabei sein konnten und ihre Meinungen äußern könnten. Wie war das denn jetzt bei Glasgow? Hat das gut funktioniert? Also wir wurden gehört, wir hatten Youth Observer, also junge Menschen, die beobachtet haben, bei den Verhandlungen auch direkt dabei waren. Die waren vor Ort, wurden aber nicht so gehört, wie es in den letzten Jahren eigentlich auch sich etabliert hatte und auch nötig gewesen wäre. Und also die gute Nachricht, wir wurden gehört, die schlechte, wir wurden definitiv nicht genug gehört. Und ich denke, was bei vielen noch nicht angekommen ist, bei vielen PolitikerInnen, die diese Verhandlungen geführt haben und wirklich die Entscheidungen getroffen haben, ist, dass wir nicht die letzte Generation sind. Also nach uns kommen weitere Generationen. Das heißt, wir wissen alle, dass wir nicht einfach sagen können, okay, bis da und dahin wollen wir klimaneutral sein und bis da und dahin haben wir irgendeine Erwärmung und dann hört einfach unsere Planung auf, sondern es muss doch allen klar sein, dass diese Erderhitzung dann weiter steigen wird, auch wenn wir bis 2050, 2100 irgendwelche Erwärmungen erreicht haben. Das heißt, wir wollen nicht die letzte Generation sein und ich denke, das ist vielen PolitikerInnen definitiv noch nicht klar.
Da auch an Sie, Herr Bloss, vielleicht die Frage, es ist ja häufig auch so ein Vorwurf an die EU oder auch an internationale Zusammenschlüsse, dass das alles zu langsam geht, zu behäbe ist. Ist denn aus Ihrer Sicht die Klimakonferenz eigentlich das richtige Mittel, um die aktuellen Probleme anzugehen, damit eben, wie gerade auch schon gesagt, die nachfolgenden Generationen auch noch was von dieser Welt haben? Naja, die Klimakrise ist ein globales Problem und deswegen muss man das auch global angehen. Und es ist natürlich viel zu langsam, weil es auch immer die Schnelligkeit des Langsamsten ist, weil alle zustimmen müssen. Das heißt also, wir müssen alle uns auf die Schnelligkeit von Saudi-Arabien einigen bei solchen Klimakonferenzen und das ist natürlich ein Problem. Das heißt ja natürlich nicht, dass andere Länder mehr machen können. Die Logik der Klimakonferenz ist, dass jeder Mitgliedstaat, jedes Land sagt, ich mache so viel, wie viel machen die anderen. Und da kann natürlich auch Europa oder die USA oder China sagen, ja, uns egal, ob Saudi-Arabien nicht so schnell sein möchte, ich mache das einfach schneller. Und da darf man sich dann eben nicht hinter der Klimakonferenz verstecken, weil sonst versteckt man sich hinter Saudi-Arabien. Wir heute können auf jeden Fall nicht nur auf den Langsamsten warten, sondern wir warten auf all diejenigen, die hier gerade schon dabei sind. Und das ist super schön. Ich habe nämlich gerade mitbekommen, dass wir 158 Personen haben, die gerade uns live mitverfolgen. Freut uns natürlich, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in unseren Chat. Ihr kommt dann auch gleich mit euren Fragen dran. Aber jetzt möchten wir erstmal kurz in die Akteure gucken. Wer ist denn eigentlich? Wer sind das? Welche Menschen sind das und welche Unternehmen, welche politischen Ebenen, die Klimaschutz vorantreiben? Da möchte ich gerne starten mit der Ebene der Unternehmen. Herr Kalweit, es gab ja ein großes Bündnis jetzt auch bei der Klimakonferenz von Unternehmen, die beim Klimagipfel für den Kohleausstieg bis 2030 in Industrienationen geworben haben. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, manchmal ist die politische Ebene etwas zu langsam. Sind die Unternehmen denn da gerade schneller oder schon weiter im Denken? Ich glaube, dass sich sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Und ich kann nur unterstützen, was Herr Bloss vor einigen Minuten gesagt hat. Ich glaube, die letzten 3-4 Jahre sind wirklich ein richtiger Gamechanger gewesen. Wir sprachen gerade über die Glasgow-Konferenz, die für uns alle, glaube ich, nicht befriedigend vom Ergebnis war. Was ich für uns als Unternehmensvertreter des Unternehmens Bosch sagen kann, war die Klimakonferenz in Paris ein Augenöffner, der uns dazu verleitet hat, vor 5 Jahren darüber nachzudenken, sind wir noch auf dem richtigen Pfad unterwegs? Sind die Ziele, die wir uns selber gesteckt haben, eigentlich noch ambitioniert genug? Und wir haben daraufhin ein Klimaschutzprogramm aufgesetzt und 2019 verkündet, dass wir als erstes Industrieunternehmen weltweit CO2-neutral werden wollen, mit immerhin unseren über 400 Standorten rund um den Globus. Und das haben wir 2020 auch verwirklicht. Wobei es da ja auch noch ein bisschen was zu tun gibt, wenn man sich anguckt, dass wir eben nicht nur CO2-neutral sein möchte in der Produktion und an den Standorten vor Ort, sondern auch bei der gesamten Wertschöpfungskette, da gibt es ja noch etwas zu tun. Deswegen das Motto, was Sie gerade für mich vorgelesen haben, es geht darum, über die gesamte Wertschöpfungskette aktiv zu werden. Wir haben damals gesagt, es geht darum, wir müssen es auf die Straße kriegen, wir müssen Maßnahmen definieren, die wir selber umsetzen können. Und die Standorte ist etwas, was wir direkt in der eigenen Hand haben, das können wir beeinflussen. Das ist unsere Verantwortung, das können wir, also tun wir es. Und jetzt, wo wir das getan haben, gehen wir darüber hinaus und versuchen auch in der Lieferkette unsere Lieferanten Stück für Stück dorthin zu führen, uns auf diesem Weg zu folgen und vor allen Dingen natürlich auf der Produktseite in den Wandel einzutreten und dort mit den verschiedenen Hebeln, die zur Verfügung stehen, unser Produktportfolio anzupassen. Also wir sehen schon, die Unternehmen sind auf jeden Fall auch ein wichtiger Akteur und wie genau sie Klimaschutz umsetzen, das können wir dann gleich im Anschluss noch klären. Aber Herr Riengel, wir würden gerne mal noch die verschiedenen Akteursebenen kurz auf politischer Ebene klären. Es gibt ja die EU, den Bund, die Länder, die Kommunen. Als Klimapaktbotschafter können Sie uns da kurz mal durchfordern, was ist denn das, was die EU konkret alles machen kann? Die EU kann eine ganze Menge machen, nämlich über Rahmensetzungen, die natürlich insgesamt für die Europäische Union gelten. Das Spiel ist immer das Gleiche. Die Europäische Kommission schlägt vor, so wie sie jetzt auch Fit for 55 vorgeschlagen hat. Die Verhandlungen aber und die eigentliche Umsetzung laufen zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten. Das heißt, an dieser Stelle, und genau deshalb ist es auch so wichtig, das Ganze jetzt weiter aktiv zu verfolgen, an dieser Stelle kann alles passieren. Denn sowohl die Mitgliedstaaten wie auch Parlament sind berechtigt, alles zu ändern, was passt. Zum Schluss muss aber eine Einigung kommen, um hinterher letztlich EU-Recht zu sein.
Dieses EU-Recht ist in den meisten Fällen umsetzbar oder umsetzungspflichtig durch die Mitgliedstaaten. Das heißt, da sind wir dann bei der Bundesregierung angelandet, die im Endeffekt wahlweise das, was man so nett als 1:1 Umsetzung machen kann. Das heißt also, man nimmt genau den europäischen Text, setzt ihn um und dann ist damit gemacht, geht aber nicht weiter darüber hinaus. Oder die Bundesregierung oder die Mitgliedstaaten können sich entscheiden, wir wollen mehr. In dem Fall ist national jederzeit die Möglichkeit da, zusätzlich zu den europäischen Regeln eigene nationale Regeln einzuziehen, zusätzlich draufzulegen, um zum Beispiel beim Thema Klimaschutz ambitionierter zu sein. Okay, das war jetzt also eher die Prozessebene. Und über welche Themen kann die EU denn mitbestimmen? Über komplett alle oder gibt es Dinge, die nur auf Bundes- oder Landesebene geregelt werden? Die EU kann letztlich das, was in den Spielregeln steht, verhandeln. Die Spielregeln sind der Vertrag von Lissabon und da ist sehr genau geregelt, was die EU darf. Konkret zum Beispiel im Energiebereich kann die EU transeuropäische Netze, kann die EU Energieeffizienz, kann die EU zum Beispiel erneuerbare Energien vorschlagen. Was die EU aber nicht vorschlagen kann oder wo die EU keine Kompetenz hat, und so steht es auch im Vertrag drin, ist zum Beispiel den Mitgliedstaaten zu sagen, welchen Primärenergiemix die einzelnen Mitgliedstaaten nutzen wollen. Das heißt, wenn Polen jetzt sagt, wir wollen mehr Kohle haben, wenn Frankreich sagt, wir wollen neue Kernkraftwerke bauen, kann von europäischer Seite an dieser Stelle kein Veto kommen. Denn das ist das Vorrecht der einzelnen Mitgliedstaaten, sodass an der Stelle die EU nicht mitbasteln kann. Okay, dann würde ich das gerne weitergeben an Herrn Bloss. Sie waren ja auch bei den Koalitionsverhandlungen involviert. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, über welche Kompetenzen verfügt denn eigentlich der Bund? Ich dachte schon, Sie wollen, dass ich jetzt aus den Koalitionsverhandlungen plaudere. Ich habe so das Gefühl, dass wir da wahrscheinlich nicht allzu viel aus Ihnen herausbekommen werden. Also der Bund verfügt über ziemlich viele Kompetenzen. Also das, was jetzt gerade gesagt worden ist, wie viele erneuerbare Energien wollen wir eigentlich haben? Werden diese Windkrafträder gebaut? Wo wollen wir die Windkrafträder bauen? Was ist das Gesetz dazu? Die Frage, sozusagen, dürfen eigentlich noch Gas- und Ölheizungen eingebaut werden? Die Frage, gibt es ein generelles Tempolimit? All diese schönen Sachen kann man im Bund machen. Genau, ja durchaus viel Kompetenz. Da liegt viel Kompetenz. Ich wollte nur eine Sache sagen zum Thema EU noch, weil ich auf der EU-Ebene bin. So, dieser Emissionshandel, der deckt 40% der EU-Emissionen ab, also dieser ETS, der von angesprochen. Und das ist sozusagen komplette EU-Kompetenz, also sozusagen das machen wir wirklich auf der europäischen Ebene. Das heißt also auch der CO2-Preis im Energiebereich, das ist EU-Kompetenz und das ist schon ziemlich mächtig, dieses Ding. Und der Rest, da gibt es das Effort-Sharing, die anderen Bereiche, die Sektoren, Verkehr, Wärme, das ist dann auf der nationalen Ebene. Da machen wir die Vorgaben, aber die Mitgliedstaaten können dann sagen, wie sie die einhalten. Also wir sagen denen von der europäischen Ebene, da müsst ihr so viel CO2 reduzieren und dann entscheiden die, wie sie es machen. Okay, Frau Walke, dann würde ich jetzt gerne noch auf die Landesebene kommen. Es hört sich jetzt so an, als wären die Kompetenzen beim Klimaschutz eigentlich zwischen EU und Bund schon relativ weit aufgeteilt. Was können Sie denn auf Landesebene konkret noch gestalten? Also wir können ziemlich viel auch auf Landesebene gestalten. Ich sage mal so, EU und auch Deutschland, die setzen den Rahmen. Also die setzen sozusagen die Bedingungen, unter denen erneuerbare Energien gebaut werden. Die sind für die Netze zuständig. Es gibt die Bundesnetzagentur, sehr wichtig, weil die Bundesnetzagentur für die Planung der großen Stromtrassen auch zuständig ist, die uns am Ende ja auch mit Strom versorgen sollen aus dem Norden, wo noch mehr Windenergiekapazitäten zur Verfügung stehen, jetzt schon und auch in Zukunft mehr da sein werden. Und wir brauchen das dringend. Und dafür sind die zuständig, das zu planen. Ich möchte einfach nur das kurz gesagt haben, weil das vorhin fiel mit der Atomenergie. Mir ist es ganz wichtig, wir steigen in Baden-Württemberg und in Deutschland aus der Atomenergie aus. Im nächsten Jahr wird das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet und ich halte diese Diskussion, und ich habe es auch ab und zu mal auch von jungen Leuten gehört sogar, die Diskussion um die Atomenergie für einen absoluten Irrweg. Also es wäre ein absoluter Irrweg, jetzt
Zeit und Geld in diese Hochrisikotechnologie zu stecken, das dauert viel zu lange. Das, was da in den Raum gestellt wird, was da scheinbar möglich ist mit kleineren Kraftwerken, das ist absolut noch nicht erforscht, ja, so, dass man das wirklich anwenden könnte in der Fläche. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das auch auf europäischer Ebene ja diskutiert wird. Wir machen das nicht, aber wir müssen über die großen Stromleitungen unsere Stromversorgung sicherstellen. Wir müssen in Baden-Württemberg, und das können wir auch selber bestimmen, das haben wir jetzt auch mit unserem Klimaschutzgesetz, dafür sorgen, dass wir hier die Bedingungen haben, dass genug Flächen für den Ausbau für Windenergie, für Photovoltaik bereitstehen, dass die Kommunen eine Wärmeplanung machen für die Zukunft. Das haben wir gesetzlich verpflichtend gemacht als erstes Bundesland. Andere Bundesländer machen das noch nicht. Ich würde mir das eigentlich sogar wünschen, dass Deutschland das verpflichtend macht für alle. Denn gerade der Gebäudesektor zum Beispiel ist einer, der wirklich eine große Bedeutung hat, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Also da gibt es viel zu tun und die Planung zu machen ist das eine und das Umsetzen ist das andere. Also das heißt, da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten für uns, aber wir wünschen uns auch Rückenwind aus der Berliner Koalition. Und wie genau es mit dem Energiemix in Baden-Württemberg aussieht, da gehen wir nachher noch im Detail drauf ein. Aber weil Sie gerade auch die kommunale Gestaltungsmacht angesprochen haben, da würde ich gerne noch mal zu Ihnen kommen, Frau Kohler. Die kommunale Ebene ist ja in Baden-Württemberg relativ offen für junge Akteure, weil wir Wahlrecht ab 16 haben in Baden-Württemberg. Das heißt, man kann sich da gut einbringen, aber auch zum Beispiel über die Jugendgemeinderäte. Ist denn die Gemeinde aus Ihrer Sicht da ein guter Ort, damit man dort sich einbringen kann und konkret etwas verändern kann, beispielsweise wo neue Radwege gebaut werden? Also ich denke, dass ein Mitspracherecht auf kommunaler Ebene schon mal ein erster guter Schritt ist, aber definitiv nicht reicht. Also wir brauchen eine gute Vertretung von jungen Menschen auf Landesebene, auf Bundesebene und auf europäischer Ebene, genauso wie auf internationaler Ebene. Also wir brauchen wirklich überall Jugendvertretungen. Und da ist auch landes- und bundesweit ein Wahlrecht 16 schon mal sehr gut, aber auch das reicht nicht aus. Also wir sehen im demografischen Wandel, also wenn man sich die Altersstruktur in Deutschland ansieht, dass es immer weniger junge Menschen gibt und deshalb junge Menschen, auch wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, immer weniger Mitspracherecht erhalten. Und dem kann man kurzfristig mit dem Wahlrecht 16 schon entgegenwirken. Aber auch das löst ja eigentlich nicht das strukturelle Problem, das wir haben. Können Sie noch mal kurz umreißen, das strukturelle Problem für Sie ist was genau? Dass junge Menschen in der Politik einfach nicht das Mitspracherecht erhalten, das sie verdienen, auch im Hinblick darauf, dass es ja die Zukunft ist, um die es geht. In der Politik geht es ja nicht nur oder hauptsächlich nicht darum, wie gestalten wir jetzt die Gegenwart, sondern es geht darum, wie gestalten wir die Zukunft. Und da sollten die Menschen, die in der Zukunft leben werden, auch ein Mitspracherecht erhalten. Sie sind ja auch als Vertreterin der jungen Generation hier, die sich eben freitags zum Beispiel laut auf der Straße auch versucht hat, dieses Gehör zu erschaffen. Jetzt hatte ich zumindest das Gefühl, am Anfang hat die Politik da sehr stark zugehört und irgendwann war das Interesse an diesen Freitagsprotesten noch nicht mehr allzu groß. Was ist denn da Ihr Gefühl, dieser Akteur, dieser aktiven Zivilgesellschaft, die versucht, sich Gehör zu verschaffen? Sind die ausreichend eingebunden in die ganzen Klimaschutzprozesse aktuell? Ich denke definitiv nicht. Also wir sehen, wenn man die Gesellschaft ansieht, dann ist sie schon viel weiter als die Politik. Also Infratest DIMAP hat 2019 eine Umfrage gemacht. Denken Sie, dass es in Deutschland einen großen oder einen nicht so großen Bedarf an mehr Klimaschutz gibt? Und selbst von den AnhängerInnen der CDU-CSU haben 83% gesagt, es gibt einen großen oder sehr großen Bedarf. Bloß 17% haben gesagt, es gibt einen nicht so großen Bedarf oder keinen Bedarf oder hatten keine Meinung dazu. Also selbst die AnhängerInnen der Union, von denen ich denke, okay, die Union ist jetzt eigentlich einer der Hauptbremser in Sachen Klimaschutz, selbst die AnhängerInnen der Union waren dafür, dass es deutlich mehr Klimaschutz geben muss. Und ich denke, wenn in der Politik ankommt oder in der Bundesregierung und auch in vor allem konservativen und der liberalen Partei, dass es wirklich kein Tabuthema ist, über Klimaschutz zu sprechen und dass Klimaschutz auch nichts ist, was ihnen eigentlich schadet, dann wären wir schon viel weiter. Dann möchten wir jetzt an der Stelle einmal kurz öffnen in die Fragerunde. Es sind ja sicherlich einige Fragen mittlerweile eingetreten. Und Valentin, du kannst uns da mal durchfügen, welche Fragen haben wir denn momentan?
Ja, wir haben einmal eine Frage an Herrn Kalweit von Bosch. Und zwar sagen Sie ja, dass Ihr Unternehmen seit 2020 klimaneutral ist. Und hier würde jemand interessieren, wie Sie das geschafft haben. Also ob Sie nur kompensieren oder ob Sie auch wirklich bei 100% erneuerbaren Energien sind. Ja, also man muss es in zwei Teile teilen. Wir haben ein Programm, das aus 4 Hebeln besteht. Der erste und der wichtigste Hebel, das verbindet Herrn Ringel und mich, ist das Thema der Energieeffizienz. Wir haben hier ein ganz großes Programm aufgesetzt. Wir wollen 1,7 Terawattstunden Energie sparen bis zum Jahr 2030. Wir tracken das auch, wir veröffentlichen das regelmäßig. Wir haben auch schon einen guten Teil dieses Weges geschafft, um das einfach mal einzuordnen für jemanden, dem diese physikalischen Werte nicht sagen. Das ist der Stromverbrauch der privaten Haushalte einer Großstadt wie Stuttgart oder Köln, die wir absolut einsparen wollen und uns damit natürlich auch verpflichten, nicht weiter im Energieverbrauch anzusteigen. Was uns dabei gelungen ist, dass wir ein Commitment abgegeben haben, freiwillig, dass wir hierfür 1 Milliarde Euro bis 2030 investieren werden. Das heißt, wir verfügen als Unternehmen, in dem Falle ich und meine Projektgruppe, im Jahr über 100 Millionen Euro, um Projekte zur Energieeffizienz weltweit zu fördern. Und wir haben es geschafft, seit 2018, wo wir mal mit 400 Projekten pro Jahr weltweit an unseren Standorten gestartet sind, heute über 2000 Projekte zu machen und ja, so eine Verfünffachung dieser Aktivitäten hervorzubringen. Der zweite Hebel ist das Thema der regenerativen Eigenversorgung, die uns sehr wichtig ist. Hier haben wir mittlerweile seit Start unseres Programmes 60 Fußballfelder Photovoltaik allein an unseren Standorten gebaut. Davon übrigens sehr, sehr viele Anlagen auch hier in Baden-Württemberg. Das Ganze braucht allerdings Zeit. Wir sind dort am Limit unserer Kapazitäten, auch um diese Projekte wirklich umzusetzen. Deswegen beziehen wir heute noch Großteile unserer Energie aus Grünstrom. Dieses aber aus verantwortungsvollen Quellen und zertifizierten Quellen. Es geht uns auch ganz offen darum, die Energiewende aktiv zu treiben. Das heißt, wir haben damit angefangen und sehr, sehr viele Projekte weltweit mittlerweile umgesetzt, wo wir neue Windparks, neue Photovoltaikparks unterstützen, die nur dadurch zustande kommen, dass wir langfristig Abnahmeverträge unterschrieben haben, über 10, 15 Jahre garantieren, diese Energie vollständig abzunehmen und damit dafür sorgen, es werden Neuanlagen gebaut und die Energiewende aktiv getrieben. Es verbleibt ein Anteil, das sind ungefähr 30% unserer Startemissionen, die wir haben, von gut 900.000 Tonnen CO2, die wir kompensieren müssen. Es ist allerdings bezogen auf dieser Zeitachse ein viel, viel geringerer Anteil, als wir es wirklich mal ursprünglich geplant hatten. Wir sind viel besser vorangekommen und unser Ziel in den nächsten Jahren ist es, den Anteil der Energieeffizienz, der regenerativen, der Bezugsverträge so weit zu steigern, dass wir die Kompensation, soweit es nur geht, zurückdrängen können. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das hat die Frage sehr gut beantwortet. Was haben wir denn sonst noch für Fragen? Also zum einen habe ich gerade aus der Regie die Information bekommen, dass wir über 160 Teilnehmer online dabei haben. Und dann stellt Maria eine Frage an Herrn Bloss zum Thema gemeinsame Agrarpolitik der EU. Sie möchte wissen, wie es denn da hinter den Kulissen aussieht und ob es eine Möglichkeit für unsere Teilnehmerinnen gibt, da noch irgendwie einzuwirken, dass diese Verteilung noch nachhaltiger gestaltet wird. Ja, also ich bin auch nicht, sagen wir mal, in den Hinterzimmern, in denen das dann ausgedealt wird. Wie sie jetzt vorgeschlagen ist, ist eine Katastrophe. Also da ändert sich wirklich nichts. Das wird so von der europäischen Ebene noch viel schlimmer. Nächste Woche haben wir dazu die Abstimmung im Europaparlament. Da kann ich nur alle dazu aufrufen, schaut da nochmal hin, macht da nochmal Druck. Wir könnten dort dagegen stimmen, aber es sieht nicht so aus, dass wir dort eine Mehrheit dagegen hinbekommen. Es gibt aber die Umsetzung in Deutschland und da ist einiges möglich. Da wurde leider schon von der alten Bundesregierung die Umsetzung beschlossen, bevor die europäische Ebene überhaupt fertig war. Aber ich habe, sagen wir mal, Hoffnung, dass in der neuen Bundesregierung das trotzdem nochmal aufgemacht wird und da wirklich dann geschaut wird, dass das Geld nicht einfach nur für die Fläche gegeben wird, sondern dass damit dann wirklich die Veränderung, der Klimaschutz, der Naturschutz, die Landschaftspflege bezahlt wird, weil die Emissionen aus der Landwirtschaft, die haben wir überhaupt nicht unter Kontrolle. Die sind übrigens auch nicht im Green Deal drinne, also
die Fit for 55 und Green Deal, da geht es nicht um Landwirtschaft. Das ist ein großes Manko dieses Green Deals, dass es einfach auf dem landwirtschaftlichen Auge blind ist. Und da muss wirklich was passieren. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für unsere Podiumsdiskussion. Wir öffnen nachher nochmal die Fragerunde, also fragt gerne noch fleißig weiter mit. Ich würde jetzt gerne übergehen zum Punkt der Effektivität. Frau Walker, wenn man vom Plastikbeutelverbot hingeht bis zu Umweltplaketten, manchmal fragt man sich ja schon, was bringt denn eigentlich wirklich effektiv etwas für den Klimaschutz? Was meinen Sie denn, welche politischen Bereiche sind gerade die, bei denen man mit wenig Aufwand am meisten Klimaschutz erreichen kann? Da spricht man ja sozusagen von diesen low-hanging fruits. Wie könnte man eigentlich recht schnell viel erreichen? Also da kann ich nur an jeden persönlich appellieren, mal zu überprüfen, was so die Ernährungsgewohnheiten sind. Also ich glaube, es gibt wenig effektivere Mittel als deutlich weniger Fleisch oder gar kein Fleisch zu essen. Also damit kann man ziemlich schnell ziemlich viel machen. Das muss natürlich jeder persönlich entscheiden, aber meine Wahrnehmung ist, dass das immer mehr selbstverständlich wird im öffentlichen Bereich. Sonst bin ich schon der Auffassung, dass wir einen Mix brauchen aus Ordnungspolitik, also das heißt auch klare Regeln, wie jetzt in Baden-Württemberg, wo wir sagen, wir brauchen eine Photovoltaikpflicht. Wenn ein Gebäude neu gebaut wird, dann ist es einfach Standard, ja, heutzutage, dass dieses Gebäude auch in der Lage ist, Photovoltaikanlagen noch oben aufzusatteln oder in der Fassade. Also es gibt viele Möglichkeiten. Oder eben diese verpflichtende Wärmeplanung. Dadurch ist es natürlich auch so, dass wir das als Land dann den Kommunen mitfinanzieren, dass sie das machen. Also ich halte das für notwendig, dass wir da einen Mix haben und einen klaren Fahrplan, was soll bis wann erreicht werden. Dann können sich die Wirtschaft, dann können sich die privaten Haushalte und alle daran orientieren. Das ist eigentlich das, was wir jetzt brauchen. Also individuelle Dinge, aber eben auch strukturelle Veränderungen. Genau, es ist ja eigentlich so, dass die Technologien, die wir brauchen, um das umzusetzen, um das Ziel zu erreichen, sind da. Ja, also im Grunde genommen brauchen wir nicht neue Erfindungen oder so, sondern wir können das, was wir jetzt haben, ja, das müssen wir wirklich einsetzen. Ich fand den Vergleich mit der Corona-Pandemie-Situation vom Michael sehr gut. Wir haben den Impfstoff, aber jetzt müssen sich auch alle impfen lassen, weil dann kommen wir recht schnell raus aus dieser Phase. Und genauso ist es jetzt bei der Energiewende, bei dem Ziel der Klimaneutralität. Es geht jetzt darum, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und auch eine klare Planken zu schaffen, sage ich jetzt mal, was muss bis wann geschehen. Also dann gehen wir da gerne mal direkt rein, wenn wir die Hindernisse aus dem Weg räumen wollen, beispielsweise Wärmesektor. Da kann ja tatsächlich sehr viel Energie eingespart werden, zum Beispiel bei Gebäudesanierung oder wie ein Gebäude geheizt wird. Da setzt zwar die Landesebene jetzt nicht die Standards, das macht der Bund, aber man kann ja viel tun, zum Beispiel Landesgebäude sanieren. Wenn ich mir die Universität angucke, in der ich studiert habe, passiert da aktuell sehr, sehr wenig. Also klar, das ist natürlich die große Aufgabe für uns alle, auch für die landeseigenen Liegenschaften. Wir haben zwar schon was erreicht, also wir haben schon 50% Effizienzsteigerung erreicht in den vergangenen Jahren. Das ist schon mal was, 100.000 Quadratmeter Photovoltaik. Aber trotzdem werden mir immer wieder die Beispiele genannt von Universitäten, von Kliniken, was auch immer, die neu gebaut wurden sogar, wo jetzt noch nicht PV drauf ist oder Ähnliches. Und deswegen ist es so wichtig, auch aus meiner Sicht, dass man eine harte Pflicht hat. Ja, es braucht eine harte Pflicht. Wir müssen die Mittel und das Personal zur Verfügung stellen auf Landesebene. Und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Kommunen dabei unterstützt werden, eine vernünftige Wärme- und Gebäudeplanung zu machen, weil das ist ja so ein Wärmenetz, das man vielleicht künftig braucht in einer Kommune, nicht von heute auf morgen gebaut. Also da gibt es viele Faktoren, die beachtet werden müssen und da brauchen wir auch Unterstützung vom Bund. Also der Bund muss sagen, Leute, bis dann und dann Ölheizung, Ende. Ja? Okay. Bis dann und dann Gas, so und so. Wie soll das aussehen? Also da gibt es Fragen zu klären und dafür braucht man eben einen Mix aus Förderung, aber auch Forderung. Herr Ringel, Energieeffizienz ist ja auch eines Ihrer Themen, bei dem Sie sehr fit sind. Wie kriegen wir denn in diesem Bereich am besten die Treibhausgase runter? Im Endeffekt, und das ist das
Problem von Energieeffizienz ist kleinteilig, es geht in alle Sektoren, aber trotz allem die größten Potenziale sind weiterhin in der Industrie. Eigentlich ganz überraschend, weil man denken würde, naja, Energiekosten sind auch Kosten, dementsprechend die Industrie rechnet und dementsprechend wird es minimiert. Wird aber verständlich, wenn man sich überlegt, wie viele kleine und mittlere Unternehmen dabei sind, die einfach sagen, naja, also mein Betrieb ist einfach eine Bäckerei, mein Betrieb ist eine Metzgerei, dementsprechend diese Energiekosten laufen einfach nebenher. Das mitzunehmen und das einzufordern bzw. auch zu unterstützen, dass das umgesetzt wird, ist ein Riesenbaustein. Dann schon gerade gesagt, der Gebäudesektor, da ist wahnsinnig viel zu holen, im deutschen Gebäudebestand, aber auch europaweit. Problem natürlich an der Stelle, ich kann weniger vorschreiben als für Neubauten. Neubauten ist relativ einfach, da habe ich keinen Bestandsschutz, dementsprechend kann ich Standards setzen und dann ist einfach gut mit. Sobald es aber Gebäude sind, die vorhanden sind, Gebäudesanierung ist erstmal eine individuelle Entscheidung, die ich dann dementsprechend über Fördermittel, Informationen, Beratungen anreizen muss, was es deutlich schwieriger macht. Aber trotz allem dickes Brett, aber extrem wichtig. Gerade beim Gebäudesektor habe ich das Gefühl, da ist ja wirklich eine Stellschraube, an der man effektiv sehr viel machen kann, die aber im medialen Diskurs oder in Debatten wie einer solchen heute gar nicht so stark vorkommen. Also beispielsweise wird medial ja die EEG-Umlage sehr viel diskutiert oder die Umweltplakette oder Ähnliches, aber Gebäudeenergie oder Gebäudesanierung, das ist halt leider unsexy. Wäre das auch eine Aufgabe für die jungen Leute, hier einfach mehr Aufklärung zu betreiben? Definitiv, wobei natürlich an der Stelle wieder das Gemeine ist, dass gerade die Jungen nicht die Gebäudebesitzer sind, sondern die halt eben ihre Eltern bzw. Großeltern dann antreiben müssen. Aber das können sie und sollten sie, definitiv, ja. Also Schulen sind auch Gebäude oft. Also da kann man sich auch dafür engagieren. Schulen sind auch Gebäude. Ja, genau. Da haben wir ja schon einen neuen guten Slogan für heute. Herr Kalweit, wir haben ja gerade auch schon gehört, die Unternehmen, die kleinen, die mittleren, die großen sind auch sehr, sehr wichtig bei dem ganzen Thema Energieeffizienz. Jetzt liest man ja aber auch häufig, dass so ein grünes Label auf wieder irgendetwas draufgedrückt wurde, das komplett erfunden wurde. Also das ganze Thema Greenwashing, man möchte sein Unternehmen schön nach außen darstellen, aber faktisch passiert im Hintergrund sehr, sehr wenig. Deswegen würde ich bei Ihnen gerne mal wissen, wir haben ja schon ein paar Maßnahmen gehört, Sie machen tatsächlich auch etwas, aber was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht noch die Dinge, die bei Bosch jetzt konkret noch getan werden müssen? Also vielleicht nochmal zum ersten Teil dieser Frage, was mitschwang des Greenwashing. Was uns ganz wichtig ist, ist Transparenz zu schaffen. Es ist einfach, Ankündigungen zu machen und Ziele zu setzen. Wir wollen alle 2050 klimaneutral sein, das ist sehr schön, aber es geht am Ende darum, dass wir Maßnahmen definieren, dass wir sie implementieren und dass es messbare Erfolge gibt. Deswegen berichten wir jährlich in unserem Nachhaltigkeitsbericht über diese Themenstellung und wir haben uns freiwillig entschieden, uns nach dem aus unserer Sicht höchstmöglichen Standard, nämlich einem Wirtschaftsprüfer, nach denselben Gesichtspunkten wie einen Finanzbericht testieren zu lassen, was wir getan haben, was wir tun, damit eben genau das nicht passiert, was möglicherweise einige schwarze Schafe in diesen Branchen tun. Und genau das wollen wir eben dadurch verhindern und unsere Glaubwürdigkeit behalten. Was wir gemacht haben und was uns vielleicht jetzt ein bisschen auch noch von vielen anderen unterscheidet, wir haben vor 2 Jahren eine Beratungsgesellschaft gegründet, aus diesem internen Wissen heraus, um dieses Wissen weiterzugeben an andere Unternehmen, übrigens auch viele Kunden aus Baden-Württemberg, mittelständische Unternehmen, die sich unserer Expertise bedienen, um eben auf diesem Pfad ein Stück weiterzukommen. Und mir ist es wichtig, die müssen sich nicht zu denselben Zielen bekennen, wie wir es gemacht haben. Die müssen auch nicht all das teilen, was wir machen. Mir ist es wichtig, dass sie anfangen, in diese Richtung zu denken und erste Maßnahmen zu unterschreiben. Da Ihr Gefühl momentan? Es wurde ja früher in Debatten häufig gegenübergestellt, Klimaschutz gegen Wirtschaft und sobald wir Klimaschutz machen, geht die Wirtschaft komplett auf den Boden. Ich habe das Gefühl, das hat sich komplett geändert und man erkennt, dass man Wirtschaft mit Klimaschutz gut machen kann. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Es hat sich in den letzten Jahren wirklich gewandelt aus dieser Kontrahaltung in eine konstruktive Haltung. Es gibt Win-Win-Situationen und weil ich Win sage, die Win-Initiative hier im Land Baden-Württemberg ist, glaube ich, auch so ein richtig super Beispiel, wo wir schon seit vielen Jahren mit großen Unternehmen, mit mittelständischen Unternehmen, kleinen Unternehmen zu diesen Fragestellungen regelmäßig zusammensitzen und versuchen gemeinsam an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Auf Kundenseite haben wir gemerkt, es gibt
einen Markt, es gibt einen unglaublichen Bedarf und eine Bereitschaft, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und was ich auch ganz interessant fand, in diesem Kontext, viele sagen ganz offen, wenn man miteinander ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, naja, so eigentlich haben mich meine Kinder am Mittagstisch überzeugt oder beim Abendbrot. Der Druck, der durch die Fridays for Future Bewegung ins Private gekommen ist, die an den Abendbrotstisch gekommen ist und die Frage war, Papa, was tust du eigentlich für den Klimawandel, hat, glaube ich, viel, viel mehr bewirkt, als wir nach außen sehen können und als wir auch messen können. Und das hat zu einem Umdenken geführt und das sind, glaube ich, jetzt die Wirkungen, die wir davon auch erfreulicherweise alle sehen können. Ist das auch etwas, was ihr wirklich mitbekommt, dass, wenn vielleicht nicht immer alle politischen Ebenen euch so gut hören, aber zumindest das familiäre Umfeld da allmählich tatsächlich mitdenkt und dann Umdenken stattfindet? Ja, also wie gerade schon ausgeführt, der Großteil der Überzeugungsarbeit in der Politik findet nicht in irgendwelchen Diskussionen statt oder auf Summits, sondern der Großteil findet im Privaten statt, beim Essen, am Mittagstisch, einfach in normalen Diskussionen mit FreundInnen, mit der Familie etc. Und ich denke, dass da wirklich jeder, der vielleicht die 160 Menschen, die jetzt im Livestream dabei sind, dass es wirklich auch eure Aufgabe ist, da zu helfen und zu überzeugen, um wirklich einen Wandel herbeizuführen. Wir sind ja gerade auch noch beim Themenpunkt Effektivität. Was ist denn aus Ihrer Sicht so das wichtigste Mittel gerade, das wir umsetzen müssen, damit Klimaschutz gut vorankommt? Also ich denke, da gibt es sehr verschiedene Punkte. Wenn ich jetzt mal auf Bundesebene schaue, ist, denke ich, ein großer Punkt der Kohleausstieg, der spätestens 2030 vonstatten gehen muss. Nicht idealerweise 2030 spätestens. Und da steht idealerweise bis 2030. Also definitiv der Kohleausstieg, aber auch, wenn ich eigentlich auf allen Ebenen ist es möglich, Kooperationen zu machen. Also NBW, da hält das Land Baden-Württemberg, ich glaube, 45% daran, hat jetzt einen Offshore-Windpark vor Schottland, ist gerade dabei, den zu bauen und einfach so international zusammenzuarbeiten. Ich denke, dass das extrem wichtig ist, um die Klimakrise bewältigen zu können. Und da ist es auf allen Ebenen gefragt, das zu tun. Okay, wir haben auch gerade schon gehört, ein wichtiger Punkt ist der Umbau der Energiewirtschaft. Und das ist ja auch etwas, was Sie konkret beeinflussen können, Frau Walker. Jetzt macht Windenergie momentan in Baden-Württemberg aber nur ungefähr 5% des erzeugten Stroms aus. Das ist einfach momentan noch viel zu wenig. Kernenergie und Steinkohle hingegen sind momentan noch mehr als die Hälfte. Wie wollen Sie das dann jetzt in der aktuellen Legislaturperiode konkret ändern? Also das Wichtigste ist jetzt zum einen, dass die Flächen sichergestellt werden. Deswegen haben wir ja auch im Koalitionsvertrag, da war Michael Bloss auch dabei, bei den Verhandlungen festgelegt, dass auch im Staatsforst jetzt sehr schnell 500 Flächen bereitgestellt werden, auch für eine Vermarktungsoffensive, weil wir wissen, es dauert zum Teil lange. Also wir haben jetzt auch im neuen Klimaschutzgesetz 2% der Landesfläche als Grundsatz der Raumordnung festgelegt. Bis aber diese verschiedenen Planungseinheiten in den Regionen in die Pötte kommen, das dauert ein bisschen, darauf können wir nicht warten. Also wir müssen wirklich alle Flächen nutzen, die es gibt. In der Photovoltaik ist es natürlich so, dass wir diese sogenannten EDA-Flächen, also Dächer, Parkplätze entlang von Straßen, wir haben ein Forschungsprojekt auch zu Photovoltaik, Schwimmenden auf Baggerseen und weiß Gott was, also Agri-PV auf landwirtschaftlichen Flächen, wo man auch noch Landwirtschaft betreiben kann. Ich fände es natürlich schön, wenn einige Maisfelder, die zurzeit für Biogas genutzt werden, umgewandelt würden in Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Dann wäre auch was für die Biodiversität unten drunter getan, weil Mais ist nicht so gut, ne, für die Bodenqualität, um das Thema auch nochmal mit reinzunehmen. Also wir haben da eine ganze Menge jetzt auf den Weg gebracht und das muss umgesetzt werden. Ich würde gerne da kurz einhaken, weil Sie gerade noch den Naturschutz mit reingenommen haben. Dafür ist Ihr Ministerium ja auch zuständig. Gibt es dann Punkte zwischen Klimaschutz und Naturschutz, wo da komplett unterschiedliche Ziele verfolgt werden oder wo sich Klimaschutz und Naturschutz irgendwelche Konfliktlinien haben? Nein, das gibt es eigentlich nicht. Also denn es ist im Grunde genommen das, was da so aufgemacht wird bei den Windenergieanlagen, zum Beispiel im Wald. Wir reden von 2% oder auch von den 500 jetzt im Staatsforst. Das macht gemessen an der Gesamtfläche des Waldes in
Baden-Württemberg 0,02% aus. Also das ist nicht so viel, aber wir wollen natürlich einen Weg finden, dass wir jetzt nicht gerade dort ein Windrad bauen, wo ein Dichtezentrum ist von besonders geschützten Arten. Also da haben wir Abstimmungsaufgaben. Ich würde es nicht als Problem sehen, denn die Naturschutzverbände sind voll an unserer Seite, wenn es darum geht, wir müssen was für den Klimaschutz tun. Diese trockenen, heißen Sommer, die machen auch wirklich große Probleme in der Biodiversität und auch in den Ökosystemen in Baden-Württemberg. Das sieht man auch schon, die Folgen. Das hat verheerende Folgen. Deswegen gibt es da eigentlich ein gemeinsames Interesse. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das hinbekommen und auch diese ganzen Genehmigungsverfahren beschleunigen. Die dauern zum Teil heute für ein Windrad bis zu 7 Jahre. Das kann nicht so weitergehen und da gucken wir, dass wir auf Bundesebene hoffentlich, Michael, habt ihr da was hinbekommen und wir auch in Baden-Württemberg haben eine Taskforce, um da systematisch nochmal dran zu gehen, wie kann man beschleunigen, wie kann man verbessern, denn ich finde natürlich Offshore-Windanlagen in Schottland super, aber ich finde natürlich auch einige Onshore-Windkraftanlagen in Baden-Württemberg sehr gut, denn wir haben eine große Lücke zu schließen. Ganz genau. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr gerne nochmal in die Fragerunde hineingehen. Valentin, welche Fragen haben wir denn noch an unser Podium? Ja, wir haben eine Frage, die schon sehr lange dasteht und sehr stark hochgevotet wurde. An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ihr neben den Fragen so einen kleinen Daumen nach oben seht. Wenn ihr den anklickt, dann wird die Frage in der Liste hochgeschoben und wir richten uns auch danach, dass wir versuchen, die Fragen, die sehr weit oben stehen, zuerst zu beantworten. Jetzt aber zu der Frage, die richtet sich vor allem an Herr Ringel, aber auch die anderen. Und zwar geht es um das Thema Wirtschaftswachstum und ob wir nicht generell überdenken müssen, ob wir noch Wachstum brauchen oder ob wir nicht das Wachstum begrenzen sollten und das Wachstum nicht der Haupttreiber für viele Probleme inklusive steigende Emissionen ist. Herr Ringel. Ja, eine alte Diskussion, eigentlich seit den 70er Jahren, aber eine Diskussion, die sich lohnt zu führen, trotz allem. Im Endeffekt an der Stelle ist die Frage vielleicht sogar weniger als geht es um Wachstum, sondern die Frage Wachstum wofür eigentlich? Dementsprechend, wenn Wirtschaftswachstum definiert ist als sichere Arbeitsplätze, Wohlstand, genug Finanzmittel, um zum Beispiel Energiewende umzusetzen, genug Finanzmittel, die mobilisiert werden für Klimaschutz zu machen, also sprich das, was man eigentlich als qualitatives Wachstum bezeichnet, dann ist an der Stelle, glaube ich, Wirtschaftswachstum durchaus ein Thema, was erstmal positiv ist. Ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von Wachstumskritikern, die sagen, eigentlich überhaupt dieser ungebremste Wachstum und pure Fokussierung auf dieses Wirtschaftssystem, das hat uns eigentlich erst überhaupt in die Probleme reingeführt und da ist mit Sicherheit einiges dran. Aber ich glaube auch an der Stelle hat die Wirtschaft gelernt, sodass wir an der Stelle raus aus diesem Paradigma kommen, von wegen es geht eigentlich nur darum, immer mehr, immer weiter, sondern eigentlich im Sinne von Nachhaltigkeit, also Wirtschaftswachstum für qualitativ bessere Umwelt, qualitativ bessere Technologien. Das ist letztlich, wie Wirtschaftswachstum neu definiert oder umdefiniert, durchaus eine ganz klare Problemlösungsfunktion hat. Um vielleicht noch den einen, da wir heute Corona so oft bemühen, genau mit diesem Thema Wirtschaftswachstum, mit dem Thema überhaupt zum Beispiel auch staatliche Mittel zur Verfügung zu haben, generiert über Steuereinnahmen, die letztlich von Unternehmen, von Bürgern gezahlt werden, nur zahlbar, weil sie überhaupt einen Job und einen Arbeitsplatz haben. Das ist, glaube ich, das Thema, wie Wirtschaftswachstum an der Stelle Sinn macht. Da gibt es ja auch schon einige Ideen, dass man zum Beispiel nicht mehr so viel Wert auf das Bruttoinlandprodukt als ein besonders relevanter Kennwert für Wirtschaftswachstum legt, sondern da auch andere Dinge mit reinnimmt. Gibt es da eigentlich schon Ideen, wie man zum Beispiel Klimaschutz in irgendeiner Art und Weise so messen kann, dass es im Wirtschaftswachstum mit einbezogen wird? Ja, in Teilen ist es im Bruttoinlandsprodukt sogar drin. Das heißt, auch alle Umwelttechnologien, also wie wir zum Beispiel beim Thema Green Deal, wenn wir davon reden, wir wollen Umwelttechnologien erzeugen, sind genau diese Technologien letztlich im Bruttoinlandsprodukt drin.
eine ganze Reihe, da wir von Landwirtschaft gesprochen haben, Waldflächen und so weiter, sind so zunächst mal im Bruttoinlandsprodukt nicht drin, aber da gibt es zum Beispiel jetzt in Deutschland die umweltökonomische Gesamtrechnung, die eigentlich diese Bruttoinlandsproduktfokussierung ergänzt über auch gleichzeitig eine Umweltbilanzierung. Wen es interessiert von den Zuschauern, es gibt im Endeffekt beim Umweltbundesamt einfach mal nachgoogeln, Umweltbundesamt und dann Green Tech Made in Germany. Da gibt es eine ganze Reihe von extrem spannenden und gut aufbereiteten, auch knappen Informationsseiten, die genau dieses Thema wirklich in der Tiefe durchdiskutieren, zeigen, wie viel oder welche verschiedenen Konzepte gibt es an der Stelle, wie weit tragen uns die Konzepte und was ist an der Stelle auch erreicht. Also das vielleicht mal an der Stelle als Internet-Tipp, wenn wir schon online sind. Ganz genau, vielen Dank für den Hinweis. Da klicken jetzt sicherlich einige rein. Ich würde gerne noch weitere Fragen mit reinnehmen. Valentin, was kam denn noch rein? Ja, wir haben noch eine zweite Frage und zwar ich glaube, Sie, Herr Bloss, haben vorher mal erwähnt, dass die Autolobby schon auf Sie zugekommen ist und andere Lobbyorganisationen. Ich glaube, das ist sehr gängig als Politiker. Und hier fragt jemand, dass dieser Lobbyismus in Baden-Württemberg eben die Autolobby, aber auch andere Organisationen ja auch ein Hindernis für Klimapolitik sein kann und häufig eben auch ist. Und ob es eine Möglichkeit gibt für unsere Teilnehmerinnen, diesen Einfluss zu minimieren oder das auch irgendwie zu verhindern. Also das ist auf jeden Fall so. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, bei der Klimakonferenz, wie viele fossile Unternehmen dort rumlaufen und sagen, ja, also wir sind jetzt irgendwie die Zukunft und wir kriegen ja irgendwie auch klimaneutrales Gas hin und so weiter und es kann alles so weitergehen. Da gibt es gleich, wie das zum Beispiel beim Internationalen Tabakkonvention war, die Möglichkeit zu sagen, einfach damals durften die Tabaklobbyisten nicht mehr zur Internationalen Tabakkonvention kommen. Wieso sollten sozusagen die fossilen Lobbyisten zur Internationalen Klimakonvention kommen? Also da in diese Richtung, zum Beispiel ich habe so einen Pledge unterschrieben, dass ich mich nicht mit fossilen Lobbyisten treffe. Insofern sozusagen das nicht ganz konkret mit der Gesetzgebung zu tun hat, mit der ich mich gerade beschäftige. Und dann, wenn ich die treffe, dann veröffentliche ich das natürlich. Ich glaube, man müsste von allen Politikerinnen und Politikern sowas auch einfordern, kann man auch einfordern. Ich glaube aber, dass sozusagen eigentlich ist der Kipppunkt ein anderer in der Wirtschaft und manche haben das auch noch nicht so richtig kapiert. Also, dass Daimler jetzt umgestiegen ist ja nicht nur, weil die irgendwie gute Menschen sind, sondern weil sie gemerkt haben, dass Tesla ihnen den Schneid abkauft. So. Weil Tesla viel konkreter und konsequenter durchgedacht hat, wie die Zukunft eigentlich aussieht und dass da halt nichts mehr ist mit Verbrennern, sondern dass es komplett klimaneutral ist. Und ich glaube, also sozusagen dieser Kipppunkt, der ist noch nicht überall in der Wirtschaft angekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sozusagen sehe, dass auch viele noch auf zum Beispiel blauen Wasserstoff oder Wasserstoff überall, keine Ahnung, dass man dann in der Zukunft mit Wasserstoff Gebäude beheizt. Das ist nicht konsequent durchgedacht, wie die Zukunft aussieht in einer klimaneutralen Welt. Und ich denke, dass es eigentlich auch gefährlich ist für Unternehmen, die das jetzt noch so vorantreiben, weil es so nicht sein wird. Und dann kommt wieder ein Tesla, hat eine andere Lösung, ist viel schneller und kauft den Schneid ab. Ich habe vorhin sozusagen, es gab so viele Debatten, ich hätte da so viel gern zu sagen, aber das wollte ich noch sagen. Okay. Dass dieser Kipppunkt, also vom Zeitpunkt aus klimaneutral zu denken, wie sieht es dort aus und wie kann ich da am schnellsten sein, das ist, glaube ich, das muss noch bei vielen passieren und nicht, dass man immer nur auflistet, ich habe schon so viel gemacht, sondern in der Zukunft ist es einfach absolut notwendig, dass man klimaneutral durch und durch ist. Damit haben Sie eigentlich auch gerade die perfekte Überleitung gemacht. Ich würde gerne zum Ende hin noch einmal kurz in einem Satz beantwortet abfragen, woran hapert es gerade beim Klimaschutz? Ich glaube, da konnten wir schon einiges mit rausnehmen. Frau Kohler, in einem Satz, woran hapert es gerade beim Klimaschutz? Ich würde sagen, es hapert einfach an der Wissenschaftsignoranz der Politik oder vieler RegierungspolitikerInnen. Okay, woran hapert es gerade? Also man scheut sich noch davor,
dass wir uns alle eingestehen müssen, dass wir halt auch Regeln brauchen. Ja, wir brauchen auch Gesetze, die Leitplanken setzen. Es geht nicht nur freiwillig und über Innovation, sondern es muss auch klar sein, was soll bis wann erreicht werden, wie sind die Marktbedingungen. Dann können sich alle orientieren, dann geht es vorwärts. Wunderbar, Herr Ringel. Ich glaube, es hapert an einem Verständnis für die Zeitschiene, nämlich der Idee, dass man immer morgen, übermorgen, sobald es problematisch wird, dann irgendwie Probleme lösen kann. Und ich glaube, das wirklich im Endeffekt klar zu machen, dass an dieser Stelle morgen oder übermorgen einfach zu spät ist, sondern man jetzt anfangen muss, drüber nachzudenken, beziehungsweise man auch genug Zeit verloren hat, um wirklich da aktiv umzuschwenken. Das ist ein Thema. Ich kann nur zustimmen meinen Vorrednern, vielleicht ergänzen, Klimaschutz ist ein Marathonlauf oder vielleicht ist es ein Triathlon. Vielleicht ist es der Ironman und es verlangt uns allen verdammt viel Atem ab, dass wir diesen Weg gehen. Es kommt immer mehr mit, es gibt keinen Grund, den Mut zu verlieren, aber es ist ein verdammt harter Weg und man muss sich einerkennen, man muss beißen und es ist eben nicht damit getan, dass wir alle genauso weitermachen wie bisher. Dann kann ich an dieser Stelle erstmal allen hier auf dem Podium herzlich danken für die tolle Diskussion, für die neuen Perspektiven und natürlich auch allen, die gerade uns am Bildschirm mitverfolgen, für eure Beteiligung, für eure Fragen. Wir konnten jetzt nicht alle mit hineinnehmen, aber das macht gar nichts. Wir haben nachher ja auch nochmal eine Podiumsdiskussion, wo wir einige Fragen sicherlich auch nochmal mit hineinnehmen können.